Hinter uns sieht man jetzt das Rathaus von Zittau. Es ist aus dem Jahr 1845. Wie viele andere Gebäude hier wurde es auch im Siebenjährigen Krieg zerstört. 1840 bis 1845 wurde es nach Plänen von Schinkel wieder aufgebaut, und zwar im italienischen Renaissance-Stil, angelehnt an das Palazzo Grande. Am Haupteingang sieht man Sophia, die Göttin der Weisheit, und Thernis, die Göttin der Gerechtigkeit. Ganz besonders imposant ist der markante Turm im Hintergrund, ca. 50 Meter hoch. So Markus, was machst du jetzt hier bei JJ Bikes? Ich kaufe jetzt ein E-Bike, weil Fuß mit lustig. Nein, ich denke eher, es geht um diese Dinger. Achso, Mist. Ich kaufe nur die Schuhe. Obwohl ein E-Bike wäre auch nicht schlecht. Ein E-Bike wäre auch nicht schlecht, das stimmt. Vielleicht haben wir ja eins, wo man es nicht so sieht. Hier kommt Variante 2, ich zeig dir das gleich. Okay, dann gehen wir Schuhe kaufen, die nicht stinken. Geradeaus unter den dunklen Wolken befindet sich die Klosterkirche St. Peter und Paul. Früher war es ein Franziskanerinnenkloster, jetzt ist es die Stadtkirche seit der Reformation. Und dahinter im Klosterhof befindet sich ein Freilichtmuseum. Hier am Stadtmuseum ist der Grüne Born, ein Barockbrunnen aus dem Jahr 1679. Na, wo fahren wir hin? Zittauer Gebirge oder Görlitz? Links? Nö. Nö. Auf nach Görlitz, aber vorher gibt es noch ein paar weitere Sehenswürdigkeiten in Zittau zu entdecken. New Shoes. Hinter mir und hinter den Bäumen und im Regen sieht man jetzt die Kirche zum Heiligen Kreuz von 1410. Da drin befindet sich unter anderem das große Fastentuch, eines der bedeutendsten Kunstschätze des Mittelalters hier in Zittau. Wenn ihr euch das große Fastentuch mal ansehen wollt, was bestimmt interessant ist, müsst ihr unten durchs Museum, um in die Kirche zu kommen zum Fastentuch. Dafür müsst ihr erstens Eintritt bezahlen und zweitens eine Genehmigung einholen, wenn ihr dort filmen möchtet. Eine Besonderheit in der Architektur der Kirche gibt es auch noch, und zwar hat sie ein Sternengewölbe. Das heißt, es ist nur ein Pfeiler da, was das ganze Gewölbe stützt. Das ist schon besonders. Auf der Krokuswiese in Zittau steht diese berühmte Plantane, 280 Jahre alt. Sie hat einen Stammumfang von 6,31 Meter und ist 28 Meter hoch. Und jetzt geht es weiter mit den botanischen Kostbarkeiten. Und zwar geht es zum Wahrzeichen von Zittau, der Blumenuhr. Sie besteht aus ca. 4000 Pflanzen und das Glockenspiel aus 21 Meißner Porzellanglocken ertönt stündlich. Es regnet immer mehr, aber hinter mir ist das Salzhaus. Es ist eines der größten Speichergebäude Deutschlands. Schnell weiter, ne? Hinter mir sieht man die Zittauer Fleischbänke. Hier haben im Mittelalter die Leute der Fleischzunft gehandelt. Es gab auch noch Bereiche, wo die Bäcker ihre Backwaren angeboten haben und die Tuchmacher, aber davon ist leider nichts mehr erhalten. Aber hier sieht man noch, wie es ausgesehen haben könnte.
Habe ich schon erwähnt, dass es regnet? Bah! Das tut mir voll leid für Zittau, weil das ist so eine schöne Stadt. Und die wäre garantiert im Sommer noch viel schöner. Im Sommer sage ich schon. Bei Sonne noch viel schöner. Jetzt kommen wir gleich auf den offiziellen Teil des Oder-Neiße-Radwegs. Das ist die Mandau. Die fließt gleich in die Neiße. Durch die Mandau verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Polen. Und da vorne ist ein wunderschöner Eisenbahnviadukt. Ich glaube, hier spielt der Zittau-Dingsbums-Verein. Route 66! Oh, andersrum, ne? Route 99. Dieses wunderschöne Örtchen gerade mit der Wäscherei, das war Rosenthal. Und jetzt sind wir im Neißetal und Klosterwald und es geht jetzt nach Marienfelde zum Kloster. Von 1234. Wenn man nicht sehen kann. Ist immer noch von 1234. Der erschrocken oder was? Ich dachte gerade, da kommt ein Erdrutsch. Also ich weiß ja nicht, wie breit die Neiße hier normalerweise ist, aber das fand ich jetzt doch schon ganz schön breit. Liegt vielleicht auch am Hochwasser, was aus Tschechien hier reindrückt. Ich weiß nicht, ob man es drauf kriegt, aber das ist nicht die Kamera, die irgendwas auf der Linse hat. Das ist hier so neblig. Das ist echt wie im Regenwald. Wahnsinn. Ist ja auch Regen im Wald. Oh mein Gott. Ja, der Oder-Neiße-Radweg führt direkt durch
euch das Kloster Marienthal. Das ist ein Kloster von 1234, gestiftet von der böhmischen Königin Kunigunde. Es ist ein Zisterzienserinnenkloster und die haben ja den Leitspruch Ora et Labora. Und wir haben den Leitspruch Vobacta Pause. Bänke wird es hier bestimmt auch geben, denn dieses Kloster ist dank der damaligen Äbtissin überhaupt noch hier. Denn 1945 wollte die SS das Kloster sprengen und die damalige Äbtissin hat sich so lange geweigert und gewehrt, bis die SS abgezogen ist. Und so steht das wunderschöne Kloster noch heute hier. Ganz in der Nähe ist übrigens der östlichste Weinberg Deutschlands. Prost! Oh, hier riecht es total lecker. Mm. Riechst du das auch? Ja. Cool. Kommt jetzt gleich von der Klosterschenke. Oh, das kann sein. Wie gut, dass wir hier überdacht sitzen. Ich würde mal sagen, wir bleiben bis morgen hier sitzen und dann geht's weiter. Oh, und hier ist der Nachtisch. Oh oh. Auf das Gewitter ein Klosterlikör. Ein Prösterle aufs Klösterle. Ach ja, damit kann man mal weiterfahren. Raindrops keep falling on my head. Das wird eine Regenfahrt bis Görlitz werden. Und später auch noch. Und fall langsam jetzt, ne? Hier fahren wir jetzt am wunderschönen Kieswerk zwischen zwei Seen vorbei. Also irgendwie hat das schon wieder was mit dem Regen. Bei schönem Wetter hatten wir ja jetzt eine ganze Zeit lang, ne? Da muss doch mal so ein Regentag mit dazwischen kommen. Es tut mir nur ein bisschen leid für Zittau und Görlitz. Und für das Kloster Marienthal eben. Aber eins steht fest, wir outen uns komplett als Weicheier und nehmen heute Abend wieder eine Pension. Kurve.
Kurve, da quietschen die Scheibenbremsen im Regen. Boah, jetzt reicht's aber so langsam. Das war Hagenwerder. Und Hagenwerder ist schon ein Teil von Görlitz. Also, ich denke mal noch, ja, 10, 15 Kilometer. 13 würde ich sagen. Ja? Stand das da gerade oder was? Noch 13 Kilometer, dann sind wir in Görlitz. Ach, und dann gibt es erstmal ein Aperol und ein Eis. Und dann legen wir uns ein bisschen in die Sonne. Na? Muss man aber noch eincremen. Ja. Ach, guck mal. Nadine 21 wurde hier verewigt. Mit einem nicht so netten Spruch. Jetzt mal ohne Witz, wie kommt ihr Kerle immer da drauf? Da. Ja, das musst du jetzt nicht vorlesen. Schöne Pause hier. Und ich glaube, es hat gerade ein bisschen aufgehört zu regnen. Ich wage es kaum zu sagen. Und guck mal. Es ist klitschenass. Klitschenass. Alles ist nass. Egal. Weiter geht's. Herzlich willkommen in Görlitz an den Neiße-Wiesen. Oh oh. Oh Gott, nee, ne? He's sitting on the driveway, thinking about the past day. It could have gone better. It could have gone better. Ist das nicht schön? Guck mal, die ganzen Leute, die hier am Grillen sind im Park. Toll! Get her. Go get her. 'Cause you know love's got a lot of moving parts from unknown Brandon May. There's gonna be a lot of stops and starts, both good and bad mistakes. It's gonna mean there's sun one day and the next there's driving rain. Oh, but it's worth it. Love is worth every drop of rain. He drives out to the corner shop. He knows the time she's getting off. He stops for her favorite flowers. Door swings open, there she is, more beautiful than he reminisced. She sees him, and smiles, and it seems life's got a lot of moving parts from unknown Brandon May. Hier durch Görlitz geht der 15. Meridian. Hier steht der Stein als Beweis. Durch den 15. Meridian wird die mitteleuropäische Zeitrechnung bestimmt. Life is worth every drop of rain. Love's worth every drop of rain. Love's worth every drop of rain.
Das ist Görlitz. Kaffee? Wo denn? Weiß ich nicht. Nö, ich finde das Wetter ist gerade so gut, das sollen wir ausnutzen, so schön. Ja, super. Love's got a lot of moving parts from unknown brand and make. There's gonna be a lot of stops and starts, both good and bad mistakes. There's gonna be sun one day and the next there'll be driving rain. Oh, but it's worth it. Love is worth it. Love is worth every drop of rain. Wir sitzen hier gerade in einem schönen Café am Obermarkt in Görlitz. Links von uns ist der Reichenbacher Turm und die Kaisertrutz. Und die beiden sind zusammen mit dem Senckenberg Museum für Naturkunde Teil der Görlitzer Sammlung für Geschichte und Kultur. Und jetzt gibt's einen Kaffee. So sieht's aus. Jetzt stehen wir auf dem Untermarkt in Görlitz. Hinter uns sieht man das Rathaus von 1350. Auf dem Rathaus sieht man zwei Uhren. Die untere Uhr hat im Ziffernblatt einen behelmten Kopf, der im Minutentakt sein Maul öffnet und im Takt des Pendels mit den Augen rollt. Und oben ist die Anzeige der Mondphasen. Und im Spitzbogenfenster, da ist noch ein Löwe, der ursprünglich mit Pfeiftönen den Neumond angezeigt hat. Neben der Rathaustreppe sieht man noch die Verkündigungskanzel und das Standbild der Justitia. Oh, wie passend. Und jetzt? Geht's weiter? Jetzt geht es noch mal ganz kurz über die Altstadtbrücke nach Polen. Und wieder zurück nach Deutschland. Der Abschied aus Görlitz wird einem nicht leicht gemacht. Aus der Stadt raus führt ein Weg über Kopfsteinpflaster, der bei Regen sehr rutschig ist. Und es geht richtig schön bergauf, immer am Friedhof entlang.
Und jetzt hat es angefangen zu regnen. Jetzt geht es wieder bergunter. Noch circa 30 Kilometer bis Rothenburg, bis zu unserem Hotel, was ich vorhin gebucht habe. Wir wissen, was alles nass geworden ist. Ja. Uhr. Überall riecht es nach leckerem Abendessen. Wir sind in Zodel und wir haben noch ungefähr 15 Kilometer. Oh nein, da steht was von Umleitung. Hoffentlich gilt das nicht für uns. Nee. Könnte ein bisschen trockener sein. Leichtes Nässegefühl unter der Jacke und unter der Hose. Oh, wie cool ist das denn? Ja, schade, von hier aus sieht man leider nicht viel. Aber wenn ich ein paar gute Sachen auf Google Maps finde, dann zeige ich das mal. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Ach, guck mal, da hinten ist der Campingplatz. Das ist die Kulturinsel Einsiedel. Gut, aber campen wollen wir ja heute nicht. Alter Schwede. Oh, guck mal da oben. Ah. Das ist ja echt unglaublich. 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 Nein, das glaubst du jetzt nicht. Das glaubst du nicht. Komm, wir gehen mal über die Straße. Ich zeig dir mal was. Wir waren am Nil, wir waren am Suezkanal, wir haben die Pyramiden gesehen. Venedig haben wir gesehen. Ja, guckst du. Und jetzt gucken wir uns dich an. Was glaubst du, was ist da? So, sag mal Hallo. Das ist für YouTube. %. Alter Schwede, und das ist voll rutschig. Das ist die Lausitzer Neiße. Oh, und da sind zwei schöne Bänke. Und wir sind jetzt, eigentlich sind wir schon in Rothenburg.
Also nicht ob der Tauber, sondern Oberlausitz. Und hier ist jetzt irgendwo mittendrin unser Hotel für heute. Wir haben Glück gehabt, dass wir noch ein Zimmer gekriegt haben. Eigentlich war alles ausgebucht, weil auch heute eine geschlossene Veranstaltung stattfindet. Aber dann haben sie doch noch ein Zimmerchen für uns frei gemacht. Und da fahren wir jetzt hin. Und hoffentlich haben die irgendwas zum Trocknen. Auf jeden Fall haben sie was zum Fahrräder einschließen, weil es ist ein offizielles Bed-and-Bike-Hotel. Und das ist immer gut, da ist so ein bisschen Fahrradservice mit dabei, abschließbare Fahrradräume. Jetzt höre ich auf zu quatschen und melde mich, wenn wir wieder da sind. Also wenn wir da sind am Hotel. Wir sind angekommen und was für eine Überraschung. Wer hätte mit sowas hier gerechnet? Das ist eine kleine Ferienwohnung, die wir hier gekriegt haben. Ganz, 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 ganz toll. Traumhaft. Guck mal, hier gibt es sogar einen Wasserkocher und als hätten sie es geahnt, Kaffee. Schön. Sehr, 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 sehr schön. Meint ihr, sind draußen noch Plätze frei? In knapp einem Kilometer erreichen wir Kloster Marienthal. Das Kloster wurde 12... Ach scheiße, ich mach's gleich einfach nochmal. Ich bin zu blöd, mir solche Sachen zu merken. Nee, das funktioniert nicht. Wir machen's gleich nochmal. Und zwar in Marienthal. Zur Architektur der Kirche gibt es auch noch was Besonderes zu sagen. Das ist, Sterngewölbe mit nur einem Mittelpfeiler. Zur Kirchenarchitektur gibt es auch noch was Besonderes zu sagen. Und zwar besteht das Gewölbe aus nur einem... Ach, bla 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 bla! Das ist ein Sterngewölbe mit nur einem Pfeiler, Schatz. Was ist denn da so schwierig dran? Hab ich mir ja sogar gemerkt. Okay. Auf nach Görlitz. Aber vorher gibt es noch ein paar... Rathaus. Oh, scheiße. Zittau, ne? Oh. Schnitt. Oh, ich war Görlitz. Wir sind doch gar nicht in Görlitz. Warte mal. Okay. Ach, es läuft die ganze Zeit noch. Das ist ja schön. Gut. Hinter uns sieht man jetzt das Rathaus. Ich glaube, wir werden jetzt mal umgefahren. So, nur aber. Okay. Rathaus die dritte. Warte mal, jetzt muss ich erstmal drauf tippen, damit ich was sehe. Ganz besonders imposant ist der markante Turm im Hintergrund, ca. 50 Meter hoch. Fehlerfrei.